Elfbars, die sind auch schon wieder richtig im Trend. Jeder hat einen, jeder will eine neue Sorte probieren. Einfach jeder. User auf TikTok präsentieren stolz ihre bunte Sammlung an Elfbars. Die chinesische Trendmarke unter den E-Zigaretten. In Geschmacksrichtungen wie Apfel, Birne oder Cola im angesagten Design, das sich auch als Deko nutzen lässt. Auch Jennifer Vogel ist Fan von den bunten Stäbchen und Stammkundin im E-Zigarettenladen in Großzimmern. Seit 2 Jahren dampft sie E-Zigaretten mit Nikotin. Für die 27-Jährige sind sie der ideale Ersatz zur Tabakzigarette, die sie vorher geraucht hat. Natürlich sind die anderen E-Zigaretten viel größer, man muss die auffüllen, man muss die laden und bei der ist es so, man macht den Verschluss unten ab und oben und dann kann man direkt losdampfen. Und wenn man natürlich dann auch feiern ist das natürlich auch viel handlicher in der Handtasche. Elfbars kosten ca. 10 €. Es gibt sie mit und ohne Nikotin. Beide Varianten sind erst ab 18 Jahren zu kaufen. Trotzdem versuchen fast täglich auch Jugendliche unter 18 an die Ware zu kommen. Die kommen rein, fragen zum Beispiel, habt ihr E-Zigaretten mit Liquids? Natürlich immer erstmal frage ich, wie alt sie sind, wegen Ausweis. Dann sagen sie, ja, habe ich vergessen. Versuchen es dann über Freunde oder sonstiges, die zu holen. Aber ich versuche das Ganze zu unterbinden, dass es gar nicht überhaupt in den minderjährigen Umkreis stattfinden könnte. Bei E-Zigaretten wird kein Tabak verbrannt, sondern ein Liquid erhitzt. Sie schmecken nach Obst und sind bunt. Das lässt sie fast harmlos wirken. Doch genau das sind sie nicht, erklärt Lungenarzt Dr. Celik. Er wirft einen Blick auf die Inhaltsstoffe. Formaldehyd, Acetaldehyd, Aceton, das sind alle 3 Stoffe, die krebserregend sind, gerade wenn sie erhitzt werden. Und es kommt auch darauf an, wie hoch es erhitzt wird, was ist da für eine Spannung drauf. Das ist ja alles nicht reguliert, das ist ja kein Medizinprodukt. Das bedeutet, es ist so ein bisschen unklar, wie viel dann tatsächlich in der Lunge davon landet. Langzeitstudien über die Folgen von E-Zigaretten gibt es bisher noch keine. Trotzdem gehen Experten davon aus, dass der Konsum Krankheiten wie Krebs oder Asthma hervorrufen kann oder auch zu Schlaganfällen und Herzinfarkten führt. Wir wissen von den Inhaltsstoffen, dass sie DNA-Schäden hervorrufen, dass sie zum Zelltod in den Alveolen, also in den Lungenbläschen führen. Wir wissen, dass es direkten Schaden an den Gefäßen der Lunge hervorruft. Das weiß man alles aus experimentellen Studien. Auch wenn die Konzentration im Vergleich zur Zigarette geringer ist, ändert das nichts daran, dass diese inhalierten Stoffe in der Lunge diesen Effekt haben. Wie schädlich sie wirklich sind, ist den wenigsten Konsumenten bewusst, erklärt uns Fachreferent für Suchtprävention Carsten Wirth. Was wir häufig erfahren, ist, dass Jugendliche denken, dass es gesund ist. Darüber will er aufklären, mit Workshops an Schulen. Denn oftmals bleibe es nicht bei der E-Zigarette. Für uns stellt sich natürlich die Herausforderung als Präventionsstelle, dass wenn Jugendliche sich entschieden haben für den Konsum von E-Zigaretten, dass sie leichter zugänglich sind dann für Tabakzigaretten. Daher fordert er höhere Preise, um eine Barriere zu schaffen, mehr Aufklärung und ein Pfandsystem für die Einweg-Wegwerfzigaretten. Denn in jeder Elfbar sind Lithium-Ionen-Akkus eingebaut, die der Umwelt schaden, wenn sie im normalen Restmüll entsorgt werden. Jennifer hat dafür eine andere Lösung. Bei mir landen die nicht im Hausmüll oder in irgendeiner Bushaltestelle Mülltonne. Wenn die leer sind, komme ich ja automatisch hierher und hole mir eine neue und dann gebe ich die alte einfach ab. Gesünder wäre es jedenfalls, einfach gar nicht zu rauchen.